Mein Name ist Carsten Otto und ich bin ein schwer sehbehinderter Bogenschütze. Durch einen Verkehrsunfall sehe ich seit 20 Jahren weniger als 2,5% und bin vor 2 Jahren zum Bogenschießen gekommen. Ich denke, was uns vor 2 Jahren am meisten motiviert hat, das heißt Thomas, mein vollblinder Sportkamerad, und mich und Alexander Triller, unseren Trainer, ist, dass es in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Bogenschießen für blinde und sehbehinderte Menschen gab. Und wir vor einem großen Nichts standen, das wir eigenständig ausfüllen konnten. Wir mussten uns unsere Technik selber erarbeiten, mussten in Kooperation zwischen Trainer und Sportler erstmal entwickeln, wo sind die spezifischen Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen beim Bogenschießen, was muss man bei der Technik anders machen, welche Hilfsmittel braucht man auch, gibt es denn die überhaupt, und haben da in Deutschland nichts gefunden. Und haben uns dann wirklich breit schlau gemacht im Internet und haben in England eine Bewegung gefunden, die seit Jahrzehnten Bogenschießen für blinde und sehbehinderte Menschen betreiben, und haben uns dort halt Inspiration geholt, aber dann unsere eigene Entwicklung gemacht. Bogenschießen für blinde und sehbehinderte Menschen unterscheidet sich schon vom normalen Bogenschießen. Das liegt zum einen daran, dass wir natürlich keinen visuellen Bezug zum Ziel herstellen können. Wir bedienen uns da eines Stativsystems, was uns aber bloß sagt, wie wir stehen. Das heißt, ob wir vernünftig stehen. Letztendlich ist aber die Herausforderung die, einen und denselben Bewegungsablauf immer wieder en Detail zu reproduzieren mit dem gesamten Körper. Das fängt mit den Füßen an, geht über die Knie, die Hüfte, den Bauch, den Oberkörper, die Arme, und das Ganze in Bewegung und möglichst präzise immer wieder zu wiederholen, um dieselbe Stelle auf der Scheibe zu treffen. Das ist die wesentliche Herausforderung. Das ist unsere Variante von einem Stativ zum Schießen für sehbehinderte und vollblinde Menschen. Es ist relativ einfach erklärt. Man hat am Boden eine Fußschiene, die einem mit Anschlägen vorgibt, wo man zu stehen hat. Ja, also die Fußstellung, die Breite. Und das System ist schon direkt zur Zielscheibe ausgerichtet. Im vorderen Bereich, wie man sieht, hat man ein handelsübliches Foto- oder Videostativ, an dem ist ein Schienensystem befestigt, was man in der Höhe und links-rechts verstellen kann, wie ein normales Visier auch. Daran ist dieser Querriegel, an dem im vorderen Bereich ein kleiner Metallstab, der ist gefedert und vorne abgerundet. Das ist letztendlich der Punkt, der mir die Möglichkeit gibt, den Arm auch entsprechend zur Scheibe auszurichten. Die Schwierigkeit liegt darin, in der Bewegung den Körper immer wieder exakt gleich zu diesem Stativ auszurichten und die Bewegung auch immer wieder identisch auszuführen. Denn, wie man sieht, zwischen meinem Handrücken und meinen Füßen befindet sich mein gesamter Körper. Der kann sich verdrehen, der kann nach vorne wanken, der kann nach hinten wanken, der kann bei der Bewegung Fehler machen, kann die Schulter zu weit oben haben, zu weit unten haben und so weiter. Es sind 1000 Kleinigkeiten, auf die man da achten muss, um sozusagen immer wieder in derselben Position denselben Schussablauf zu reproduzieren. Und erst dann schafft man es, dort hinten auf der Zielscheibe die Pfeile möglichst kompakt nebeneinander zu platzieren. Ich mache den Sport mit Menschen mit Beeinträchtigung deswegen gerne, weil ich selber irgendwann mal in der Familie einen Schicksalsschlag hatte und einfach daraus gelernt habe und wollte das wiederum Menschen näher bringen, zu sagen, wieder Mut, Motivation und natürlich wieder ein zufriedenes und schönes Leben zu führen. Bogenschießen fordert alle Körperregionen, alle Gelenke, alle Muskeln, und es stärkt den Rücken, die Schultern, die Beine, das Gesäß, den Nacken, alles. Alles, was vielleicht durch den Alltag bei uns möglicherweise
kleine Schmerzen verursacht oder sonstiges, die werden alle durch das Bogenschießen behoben. Und natürlich macht es so riesengroßen Spaß zu sehen, wie der Pfeil dann auf gewissen Entfernungen in die Scheibe trifft und natürlich dort vielleicht auch sogar ins Gelbe oder wie viele sagen ins Schwarze. Die Entwicklung in den letzten 2 Jahren war schon sehr rasant und wir haben im Nachhinein viel Lob und Respekt geerntet für das, was wir gemacht haben. Und wir sind auf dem richtigen Weg und hoffen und wollen eigentlich nach außen tragen, dass diese Sportart wirklich eine sehr schöne und gute Sportart ist, gerade für blinde und sehbehinderte Menschen, weil die mentale Herausforderung und die körperliche Herausforderung jedem hilft.